Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails from Zero. Ich habe jetzt gerade eben mal geguckt, ich habe jetzt ganze 7 Tage nicht mehr aufgenommen und das macht mich irgendwie ein bisschen betroffen. Ich weiß aber noch, dass ich aus dem Bahnhof beim letzten Mal nicht mehr rauskam und mich das ein bisschen gegrämt hat, weil ich ja eigentlich mit dem Kochen weiter Progress machen wollte. Aber ich habe es zumindest nicht vergessen und das muss ich nicht mal nachschlagen. Ich weiß es einfach noch, weil es mich danach so gewurmt hat. Auf jeden Fall werden wir heute sicherlich mit der Stadterkundung weitermachen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier beim letzten Mal schon mit ihm gesprochen, aber ich glaube, es war soweit alles geklärt, bis auf unser Ziel, nämlich jetzt hier aufs Bahngleis zu gehen. Hier oben waren wir auch schon. Ja, das kommt mir alles noch dezent bekannt vor. Wir gehen jetzt einfach mal und sollte ich hinter mir liegend etwas ausgelassen oder übersehen haben, dann werde ich wohl mit den Konsequenzen leben müssen. Das erste Mal, seit wir mit dem Spiel begonnen haben, dass wir dieses Areal hier nicht nur über eine Cutscene sehen, sondern auch live und in Farbe begehen können. Guardsman Romeo. Freight transports with supplies for the CGF depart from here. We just finished sending off a train bound for Belgard Gate. Because us folks in the CGF can't just provide security and call it a day, our lives aren't the easiest. The train headed towards the gate is transporting supplies for the CGF. Platform 3 is exclusively for freight trains, so entry is prohibited. Aha. Okay. Ja gut, spannend. Mal gucken, wie lange wir uns das merken können. Vielleicht können wir auch irgendwann mal die anderen Bahngleise begehen. Ah, das ist schon unser Ziel, unsere Zielperson. Inspection Officer Quattro. Allow me to briefly explain the specifics of the task at hand. Please do, we're all ears. Ah, stimmt, wir sollten den Zug von innen heraus inspizieren. Ich hoffe, ich darf danach noch mit den restlichen Leuten hier auf dem Gleis sprechen. I will be assigning each of you a card to inspect. You will speak to every passenger, inspect their luggage, and verify the validity of their entry application. If by chance you come across any passengers without an entry application or who are in possession of dangerous goods, they're to be detained immediately. Okay, got it. I'm fine with the whole inspection thing, but what do we do if anyone's not in their seats during the check? I kinda get the feeling like a bunch of amateurs like us might not be able to cover everybody. Not to worry, we've got that covered. Passengers are not permitted to move about the cars for the duration of the inspection. Und was ist, wenn jemand mal auf Klo muss? It's a rule that was put in place because we'd occasionally get crafty sorts trying to dodge the inspection by shuffling around. You are certainly strict. Alright, I think I've got the idea now. Although I'm a little bothered that each person has to inspect their own car. Randy and I will definitely be fine on our own, but what about Ellie and Theo? Vor allen Dingen bei Theo, ne, weil sie noch so jung ist. Also, es könnte auch irgendwie unangenehm werden. Really, this is the moment you decide to start worrying about us? Might I remind you that I'm a police officer as well? My hand-to-hand skills are more than satisfactory. Likewise. Even if a suspect were to resort to violence, I find it difficult to imagine they would be able to overpower the both of us. Ja, aber ihr seid ja auch separat voneinander und nicht im Team. So, man, come on, Lloyd, you should know by now that these girls aren't just some dainty damsels. You're gonna get that through your thick skull already. Ich finde es eigentlich ganz lieb gemeint von Lloyd, auch wenn ich die Reaktion der Mädels komplett verstehen kann. Fair point, sorry. With that said, are you all ready to commence the inspection? Nee, noch nicht. I still need some time to mentally prepare myself. Das ist der Grund, genau. I suppose it's only natural there's no room for error in this task after all. However, note that the train cannot wait much longer for you. Please return as soon as possible. Kommt drauf an, wie viele Leute jetzt hier noch sind, aber den älteren Herrn, den habe ich hier schon aus der Ferne gesehen. Und die Karte is a route map for the Crossbell State area. Hallo, passenger. A good friend of mine is coming in on the next train. It's been, 10 years? I'm getting nostalgic. Okay, a good friend of mine. Also wenn wir hier jemals nochmal hinkommen auf dieses Bahngleis, dann sitzen da wahrscheinlich 2 Leute oder stehen und unterhalten sich miteinander. They typically don't expect any passengers inbound to Crossbell. They're more concerned with anybody headed out to Erebonia or Calvert.
As a consequence, smugglers and illegal immigrants are especially fond of traveling into Crossbell by train. Aha, trains are unsurprisingly popular with smugglers and illegal immigrants. But hey, it's not my problem, so what do I care? Aber du beobachtest auf jeden Fall sehr gut oder du verfolgst die Nachrichten sehr aufmerksam, je nachdem. A friend of mine is going to Erebonia, so I came to see him off. Aren't they leaving yet? It's been a while. A friend of mine is going to Erebonia. Naja, wir gehen jetzt gleich nach vorne. Und dann rollen die Züge hier wieder. This path connects to another platform. We need to get started before the train departs. Okay, vielleicht hätten mich jetzt aber auch die other platforms interessiert. Was ist, wenn ich denn abbrechen will? Hättet ihr mich dann auch gestoppt? Vermutlich. You will now split up and begin inspecting your respective cars. Your tasks will be to inspect the entry, applications and luggage of all passengers. With that said, are you all ready to commence the inspection? Yes. Yes, understood. Good, you are ready. Very well, without further ado, let's begin the inspection. I'll inspect the first car, so please divide the remaining cars among yourselves. In that case, I'll take the second car. Ellie, Theo and Randy take the following 3 cars in that exact order. Ja, die anderen wieder schön am weitesten laufen lassen, ne? Leute, du faule Sau. Roger. Understood. See you later then. Let me remind you that this task will require your full attention. Ja, das versteht sich von selbst. Wir sind eh mal gut fokussiert, außer Randy vielleicht. Aber dem traue ich das auch zu. Der schafft das schon. Jetzt bin ich mal gespannt, wen wir hier antreffen in den Zügen. Alright, I've got a train to inspect. Hä, wollte der nicht den ersten Waggon machen, der Quattro? Wir wollten doch den zweiten, das ist doch safe der erste. Da vorne war doch nur das Lokomotivführerhäuschen oder wie das heißt. There sure are a lot of travelers here. Can't say I'm surprised. I need to make sure to be polite while questioning each person. Also, wie immer. Muss einfach wie immer sein, Leute. The inspection isn't over. I can't leave the train yet. Okay, und hier? Ah ne, hier kommt gar keine Aussage. Okay, das ist aber auch fernab des Gleises. So, dann gucken wir mal. Oh, guck mal, wie edel die Dame hier angezogen ist. Das sieht zwar aus, als hätte sie, keine Ahnung, so eine kleine Schüssel auf dem Kopf, aber das soll wahrscheinlich einen Hut darstellen. Merchant. Oh, an inspector, you say? How am I supposed to buy that? Proof. I demand to see proof. I don't... What do I do? Wait, this should work. Take a look at this. Er zeigt jetzt seine Polizeimarke, oder? Lloyd showed the passenger his detective notebook oder so. I'm from the Crossbell Police Department, Special Support Section. We're assisting in inspections today. Police, guess that checks out. Though doing this is kind of misleading. Well, whatever. Just get it over with. Thanks. Solltet ihr nicht einfach nur nach der Application fragen? All your luggage and carry-ons look good and follow our regulations. Ah ja, Luggage check, das hatte ich vergessen. Thank you for your cooperation. Skip the pleasantries. Just hurry this inspection up. I'm kind of in a rush. Yeah, not too much longer. Bisschen verstehe ich, dass der genervt ist. Oh, hello, do you need something? Ich habe ja auch meine eigene Geschichte mit der Bahn und mit Verspätungen und so, also ein bisschen, ja, der ist ja ein bisschen halbwegs nett ist er ja noch geblieben. Pardon me, I'm an assistant inspector. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? Inspector, not every day you see one in such a casual get-up. Anyway, what's the issue? You find it strange that a woman is traveling alone, is that it? Oh, da wird aber jetzt viel reininterpretiert. What? No, that's not... For your information, I wanted nothing more than to go with my boyfriend. But since he dumped me out of the blue, I had no choice but to come alone. But that won't stop me. I'm going to find myself a rich, noble boyfriend somewhere in the Empire. I didn't mean to trigger this story. Well, nothing I can do about it. I'll just listen to her while I finish up the inspection. Mal gucken. Ich bin gespannt. Also man sieht den Leuten ja auch nicht an, wer das Problemkind ist. Aber ich habe eine Vermutung. Ich wette, das ist der Typ, der hinter ihr sitzt, 2 Reihen weiter, der da so alleine auf seinem Sessel hockt, der so unscheinbar aussieht. Auf seinem Sessel vor allen Dingen, auf seinem Sitzplatz. You get it, don't you? Wasn't that, like, so rude of him?
Yeah, a real jerk. Lloyd. By the way, your luggage and papers are all good and follow our regulations. Thank you for your cooperation. You okay? No, it's fine. It's just, it was refreshing, spilling my heart out to you. Ja, aber wir sind nicht rich, also wir sind außerhalb deines Beuteschemas. I can't remember the last time someone listened to my problems. Say, if you want to, why don't we run away to Erebonia to get... Sorry, I have a job to do. It was nice meeting you. Da wird er direkt angebaggert bei der Arbeit. Wie geil. Men are all the same. Ja, aber du erfüllst auch so einige Klischees, Vibe. Also sei mal ganz leise hier. Es sei denn, wir haben jetzt in ihr was bewegt, dahingehend, dass sie jetzt nicht nur auf Geld achtet, aber das wird diese kleine Momentaufnahme wahrscheinlich eher nicht bewirkt haben. Ah, guck mal, es geht noch weiter. Dumb, stupid, idiotic. Das trifft auf viele zu, aber nicht auf alle. Insofern immer schön den Ball flach halten. So, na, was passiert hier? Excuse me, I'm an assistant inspector. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? An inspector, are you? Very well. Hey, why haven't we left yet? Waiting is boring. Sweet idios, will this child ever learn patience? Pardon my son. It's no big deal. Sorry, it will be a little while longer. Can you be a good kid for just a bit longer while we finish up our job? I guess. With that settled, I should try to wrap this up quickly. Na, dann mach mal. Erstmal schön Familienkoffer durchwühlen. Alright, your luggage and papers look good to go. Aber guckt er da auch rein? Oder guckt er sich die nur von außen an? Man weiß es nicht. Thank you for your cooperation. Good to hear. Ich meine, der muss ja reingucken, wenn er wissen will, ob die irgendwas Illegales transportieren. Das klingt schon sehr aufwendig alles. Mister, can you pinky promise me you'll hurry and let the train leave? Hey, you can't just... what am I going to do with you? Ich glaube, Lloyd hat da Verständnis. Macht euch da mal keine Sorgen. I'm trying to calm him down, but he just won't listen. Ja, so ist das manchmal. Ich kann das Kind auch schon ein bisschen verstehen. It's been a fairly lengthy journey from Calvert. Maybe I should try to take a power nap before the train disembarks. Ja, kannst du machen. Also die Sitze sehen auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Achso, ja, mit ihr hatte ich schon ein zweites Mal gesprochen. Ich war mir gerade nicht sicher. When are we gonna leave? Tja, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Ich mach mal mit denen hier weiter, weil ich vermute, dass der untere jetzt der richtige ist. Was passiert eigentlich, wenn ich hier versuche weiterzugehen? Ah, guck mal, hier kommen nicht mal Texte. Die faulen Säue von Falcom. Nicht mal hier haben sie einen Text eingebaut. Ich will mein Geld zurück. Ist ja unfassbar. Viel zu wenig Text in diesem Spiel. Excuse me, I'm one of the assistant inspectors. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? Oh, an inspection, I suppose. It's fine. What? No way. I have all my panties in my luggage, you know. Good point. Wie nüchtern er darauf reagiert. Good point. Sorry, but you heard the lady. No, hold on. You can't just refuse. It doesn't work like that. It's regulation, so please work with me. I'll show the utmost consideration when inspecting your delicates. So he says. Yeah, you better, mister. This is harder than it looks. Ja, und einfach auch mega unangenehm, ne? Also, all your luggage and carry-ons look good and follow our regulations. Thank you for your cooperation. You're welcome. Now scram. Charmant, sehr charmant. We're going on a trip to Erebonia from Crossbell. I can't wait to tour all the Empire's popular spots. Na dann, viel Spaß euch beiden. That silly inspection is over, isn't it? If so, go away. Ja, ich habe alles gesehen, Girl. Ich weiß jetzt alles über dich, alles. So, dann bist du jetzt wahrscheinlich das Problemkind hier. Pardon me, I'm an assistant inspector. I apologize for the inconvenience, but would you mind? Gut, das haben wir schon 10-mal gehört. Oh, yes, of course. Just one moment. Siehst du, da geht schon los. Are you okay? Oh, it's nothing. It's just the deep green foliage of the NOCH forest is incredibly charming. Knowing that, I couldn't help but feel a bit giddy before departing. Sounds like you have a nice hobby there. Oops, I accidentally wasted your time, didn't I? An inspection, was it?
Oh, yes, that's right. If you'll excuse me, then... Jetzt passiert irgendwas. Der boxt uns jetzt oder so. Alright, your luggage and papers look good to go. Thank you for your cooperation. No, thank you for your dedication. Anyway, I'm looking forward to when we finally leave the station. Aha, that should be the last of the passengers. Okay, also haben die anderen dann vielleicht jemanden gefunden. I didn't notice anything suspicious, so I should regroup with the others and report to Mr. Quattro. Was ist los, Leute? It was kinda nerve-wracking doing these inspections for the first time. I didn't overlook anyone, did I? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt hinten auf dem Klo nochmal geguckt. Du hast bestimmt jemanden übersehen, also wenn du schon so fragst. Warte mal. Ich habe da gerade irgendwo ein Ausrufezeichen gesehen. Hier. Achso. Hey, why hasn't the train left yet? Can you not hurry it up? Sagen die jetzt ernsthaft alle was Neues? Nach dieser kleinen Szene. Okay, wahrscheinlich haben die sich mein Diss zu Herzen genommen, dass hier eine Textbox gefehlt hat. How impatient can she get? Shouldn't we be taking it easy instead of stressing ourselves out? Da fange ich direkt das Stottern an. Naja, aber die stehen jetzt ja hier auch schon eine Weile, ne? Also man darf nicht vergessen, die standen ja hier schon, während wir am Bahnhofseingang überhaupt instructed worden sind. Also die warten nicht so lange, wie wir hier am Inspizieren sind, sondern deutlich länger. Oh, I'm looking forward to seeing the beautiful scenery during the ride. The deep green foliage of the Knox Forest is especially charming. Can't we leave already? Ja, ich muss noch gucken, denn irgendwas scheine ich hier übersehen zu haben und ich weiß nicht so genau was. Wahrscheinlich hat jemand irgendwie sein illegales Zeug irgendwo unterm Sitz versteckt oder so. Mom, can I go explore the rest of the train cars? No, you can't. Now sit still until the inspections end. Listen to your mother, son. You don't want to annoy the inspector. What? But that guy sitting over there came from the car in front of ours, so why can't I go too? Ah, hahaha, the front train car. Could that be the one Mr. Quattro's inspecting? He might have just had some business with the conductor. No, wait a second. Maybe he changed cars after the inspections began. Okay, jetzt wird's interessant. That man was able to come from one of the front cars. It's not fair. Danke für den Tipp, kleiner Mann, das war klar. Kindermund tut Wahrheit kund, nicht wahr? What's his issue? Er hat uns gerade sehr geholfen, gute Frau Mutter. That liveliness of his reminds me of a certain someone. An wen denn? An wen denn? Vielleicht an sich selbst? In jungen Jahren? Keine Ahnung. Woe is life. Where's my rich knight in shining armor when I need him? Das ist so... Oh, nee, ich lasse mich darüber jetzt nicht nochmal aus. Ich glaube, das habe ich sogar in diesem Let's Play schon mal. Zum Thema Frauen, die nur auf Männer mit viel Geld geiern. I need to take a minute to cool my head. Until I learn to keep my composure, my trade career will drown in blunders. I need to take a minute. Ja, wir sind hier, glaube ich, gleich fertig. Wir sind dem Ziel jetzt auf jeden Fall einen Schritt näher. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie den ersten Waggon kommentieren. Aber wahrscheinlich muss ich einmal raus. Nicht, dass ich jetzt hier einen Fehler mache und mir dann am Ende irgendwie einen zusätzlichen Punkt oder sowas versemmle. Aber ich würde jetzt leaven. Wir haben jetzt nämlich den entscheidenden Hinweis ja bekommen. We've successfully completed the inspection without incident. Thanks to you, it looks like we'll be able to send this train on its way on schedule. I believe I owe the Special Support Section a proper thank you, don't I? Wann sagt denn Lloyd, was er gerade gehört hat? It was our pleasure. We learned a lot helping out with its request. Feel free to give us a call if you ever need our help again, hä? I think I'll take you up on that offer. Da war doch aber noch was. Warum spricht er das nicht an? Habe ich irgendwas im Waggon übersehen? Phew, that was a lot harder than I was anticipating. You can say that again. Although Theo is probably the most exhausted among us. Inwiefern? Why do you say that? People thought she was some kind of mascot for the train station and kept smothering her. Oh Gott, die Arme. Aber irgendwie überrascht mich das auch nicht, ehrlich gesagt. Mascot, are you alright, Theo? Ey, ganz ehrlich, also ne, alle finden das jetzt wahrscheinlich unfair und gemein und bösartig und hast du nicht gesehen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir im Zug sitzen würden
Und da kommt irgendwie so ein kleiner Heranwachsender an. Also gut, die war 14 war sie, ne? Also kein richtiges Kind mehr, aber eben auch keine Erwachsene. Dann würde ich auch schon komisch gucken und hinterfragen, ob das mit rechten Dingen zugeht. Are you alright, Theo? Oh, don't tell me you're so traumatized that you can no longer speak. No, not quite. I am simply experiencing some mental fatigue. I should recover in a bit. Can we leave, please? Yeah, sure. I hope you aren't straining yourself too hard, Theo. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich was ausgelassen habe. Aber ich habe mit allen gesprochen. Aber er hat das nicht thematisiert, was der Kleine angedeutet hat. Also irgendwas habe ich jetzt hier, glaube ich, falsch gemacht. Aber ich wüsste jetzt auch, wenn ich neu laden würde, nicht, was ich beim nächsten Mal anders machen soll. We've wrapped up the investigation. We don't have any business on the Calvert-bound platform. Tja, doch, ich wollte mit den Leuten reden. Ich wollte neue Connections aufbauen. It's still not departing? I wanna get this send-off over with, so I can send myself off home already. Tja, da wirst du dich wohl noch ein bisschen gedulden müssen, wobei jetzt nicht mehr lange. Anyway, break's just about over. Better get back to work, I guess. Ja, okay. Dann mal viel Erfolg dabei. Kann ich das Schild da oben eigentlich auch lesen? Nee. Ich dachte, da würde vielleicht auch ein Ausrufezeichen zu sehen sein. So, it looks like the inspection is done, so hopefully they'll be departing soon. After all, my friend's train can't arrive until this one departs. Ich weiß nicht, ich bin so am Überlegen, nochmal neu zu laden und nochmal ein bisschen genauer hinzusehen. Looks like the inspection of the train departing for Erebonia is complete. Think it's about time I head back to Belgard Gate. Weil die können doch nicht auf sowas hinweisen und dann wird das hier nicht weiter kommentiert. I don't know. Ich weiß nicht. Soll ich oder soll ich nicht? Die Mission ist ja jetzt abgeschlossen, ne? Konnte ich das irgendwo einsehen? Warte mal, den Status. Wo war denn das nochmal? Oh Gott, da geht's schon los. Ich habe hier bei Detective, ne? Ja, so, Chapter 1. Hier, das mit der Inspection. Ausrufezeichen heißt Complete. Reported the inspection. Warte mal, ich will mal hier nur den Text einmal gucken. Ja, hier würde dir aber wahrscheinlich auch nicht angezeigt werden, wenn du irgendwas übersehen hast. Na gut, wir belassen es jetzt einfach dabei und ihr könnt mir ja gerne mitteilen, ob man da mehr hätte rausholen können. Ich meine, ich habe auch in den anderen Trails, Let's Plays nicht immer alles perfekt abgeschlossen. Insofern wäre das jetzt kein Weltuntergang. It's been almost 5 years since I started working here. At first I tried memorizing the faces of all the passengers I came across, but I gave up on that a long time ago. Powered by the ignorance of youth, I was convinced I could do anything. At first I tried memorizing... Naja, so ist das. Am Anfang ist man immer noch jung und motiviert und später, naja, weiß nicht, ebbt das nach und nach ab. Wobei ich heute immer noch sagen würde, dass ich motiviert bin und das, also nicht mehr so übereifrig, so würde ich das vielleicht differenzieren voneinander. Some businessmen take trains to the Empire and Republic on a daily basis. Now that's dedication. I really tip my hat off to them for just how much their contributions have made Crossbad's economy flourish. Some businessmen take trains to the Empire and Republic. Ich weiß nicht, ob die das beim letzten Mal auch schon gesagt hat, aber ich schätze mal nicht. Timetable? Gut. Now then, when does the next train for the Republic leave? I don't know. Stehst du nicht genau vor deiner Antwort? Hätte ich jetzt vermutet. Oh, I'm sorry. Could you give me just a moment, please? Und wenn ich sage nein. Attention all passengers, attention all passengers. Calvert-bound passenger trains depart from Platform 1 and Erebonia-bound ones leave from Platform 2. Please refrain from standing near Platform 3. That platform is reserved for freight transport and special express lines. Ja, und warum machen die diese Plattform dann nicht zu? Weil wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite nochmal normaler Verkehr stattfindet. Regular passengers are unauthorized to embark or disembark from Platform 3. It's reserved for Crossbar Guardian Force freight trains, so please be sure to keep out of that area. Wir gehen überall hin. Du kannst uns gar nichts. Da könnt ihr Schilder über Schilder hinhängen. Wir laufen überall dahin, wo wir keine Absperrung vorfinden.
Ja, so sieht's nämlich aus. My boyfriend's date plans can be a bit cliché at times. Okay. Was ist denn euer Dateplan für heute? Well, today's the day. I hope you're ready to be swept off to the finest places Crosswell has to offer. Shall we start by visiting Michelin's famous Fortuna restaurant? Essen ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Anfang. Wobei ich das bei Dates auch immer nachteilig finde, obwohl das halt irgendwie auch Standard ist, wenn man sich die ganze Zeit so stark gegenüber sitzt. Also eigentlich finde ich so spazieren gehen und irgendwas mit ein bisschen Bewegung, wo man vielleicht auch mal nebeneinander läuft und sich nicht die ganze Zeit so ins Gesicht starrt, auch ganz angenehm. The ticket I thought I lost had just fallen between the seats. Ew, that was a close one. Now I can enter Crossbell without security getting on my case. The ticket I thought I lost had just fallen. Okay, warte mal, ich muss mal kurz pausieren. Weil wegen Husten und so, hat gerade ein bisschen genervt. Hey, aren't you the new guys from the CPD? Oh, yes we are. Hello there. Are you two coming back from a job? Sure are. We just got back from Arabonia. Wenzel und Scott. Irgendwie kommen mir die Namen bekannt vor. So, what brings you four over here? Not much, just working our way through our pile of support requests. We were helping Quattro with his inspections. That's so, they actually gave you guys a proper mission then. Good for you, keep up the good work. Just make sure not to interfere with ours in the process. I see they still place us far below them in terms of... Das Wort kann ich nicht aussprechen. Well then, it's our mission to prove to them that we are the real deal. Inspections, sir. Even us bracers have some trouble taking on those requests. I'm sure the guild would appreciate it if you handle the ones that accidentally fall through the cracks. Ja, accidentally, genau. Das, worauf ihr keinen Bock habt, das schiebt ihr dann uns in die Schuhe. Just make sure not to interfere with our work. How condescending. Also, schon ein bisschen unsympathisch, ne? Diesen Bracer, also, die habe ich wahrscheinlich, als ich mir die Zeit- und Zuordnungspläne in der Guild angeguckt habe, da tauchten deren Namen wahrscheinlich auf, deswegen habe ich die grob noch im Hinterkopf. Have you had the chance to meet Estelle and Joshua yet? Ja, und die waren tausendmal cooler als ihr zwei, vor allen Dingen netter. Those two are impressive, especially considering how young they are. Actually, aren't they around your age? You're probably compared to them wherever you go. Das ist aber schon, das ist fast schon ein Ritterschlag, wenn man uns mit denen compared, also gerne. Have you had the chance? Impressive. Wherever you go. Okay. So, warte mal, mit dem hatte ich ja schon gesprochen. Das ist ja genau mit Memorizing und so. Ihn hatte ich auch schon. Das heißt hier nur noch an der Theke, am Tresen, whatever. Was gab's hier nochmal? Das habe ich aber beim letzten Mal schon gecheckt, ne? Ich könnte mir so eine Lunchbox leisten. Ey, was habe ich heute für komische Sprachfehler? So, machen wir aber nicht. Freight trains run from here to either of the border gates where the Guardian Force is stationed. CGF supplies are transported directly to the gates, so these railways are crucial to their success. Freight trains run. Wir haben auf jeden Fall heute einiges gelernt. Please note that ordinary passengers are not allowed on these freight lines. Also ich glaube, dass dieser ganze Bahnhof irgendwann noch mal eine Rolle für die Hauptstory spielen wird. The railway is operated and maintained by the Zemurian Railroad Corporation. By the way, Quattro was dispatched here by the Empire for inspection purposes. He's not actually employed by the corporation. The railway is operated and maintained. Okay. So, ich glaube trotzdem, dass ich die Mission nicht perfekt abgeschlossen habe. Ich gehe mit einem subtil unguten Bauchgefühl hier raus. So, ich glaube, hier draußen hatten wir schon unser Vergnügen mit allen und wir waren ja noch ganz am Anfang unseres Rundgangs. Ich würde aber aufgrund der Nähe jetzt einmal kurz noch reporten, was wir da gerade erledigt haben. Vielleicht bekommen wir da auch irgendwas Nettes, was uns unmittelbar für die nächsten Folgen auch hilft. Auch wenn wir jetzt nicht kämpfen werden, aber trotzdem. Achso, nee, hier muss ich einmal hin, genau. Hello, you've reached the CPD. This is Fremde speaking. Well then, allow me, bla blub. So, awarded DP, total 3.
Es wäre so viel cooler, wenn man hier sehen würde, was man maximal hätte rausholen können. Thanks for the reports, everyone. If you finish more support requests, please let me know. Okay, das war's. Das war ja jetzt nicht allzu spannend. Okay. So, dann lasst uns mal weitergehen. Da will noch eine komplette Stadt erkundet werden. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Man muss ja fairerweise sagen, wir sind hier schon eine Weile nicht mehr gewesen. Also, ja, was heißt eine Weile? Wir hatten ja diese ganzen St. Ursula Ereignisse und das hat ja auch ein paar Folgen beansprucht. I've been running my own shop on East Street for a long time now. I am truly indebted to the Business Owners Association's chairman too. He's done a lot to look after me over the years. Ho ho, long-lasting bonds like this are some of life's greatest treasures. Even to this day, the chairman of the Business Owners Association comes to check up on the marketplace at times. Geil, das ist Was ist denn heute los, ey, oh Mann. Das ist zur Abwechslung mal echt gut, dass die da jetzt festhängt, weil dann kann sie uns nicht abhauen. I'm willing to bet he's curious about all the youngsters that have started their own shops. Ja, even to this day, the chairman... Okay, alles klar. Bei dir läuft. Moment, Anne. I've been reading about the CGF in the Crossbell Times lately. Apparently, their deputy commander is a woman. At least I assume so, since her name is Sonja. Ja, und die ist so cool. I sometimes see the CGF's vehicles around here. It makes me feel a sort of camaraderie with her. Oder so. Kameradschaft, vermutlich. The CGF's deputy commander is a woman, right? That makes me feel a bit more connected to her. Ja, so geht's uns, glaube ich, also geht's, glaube ich, allen Frauen, die irgendwie aufschauen zu Frauen, die es irgendwie weit gebracht haben. Also heute ist das ja immer mehr verbreitet, aber früher war das schon eher selten. Daddy yelled at Roy a lot today. Chew up, Roy. Okay, was hast du heute wieder für eine schwere Bürde zu tragen oder was hast du wieder ausgefressen? Oh, my parents keep nagging at me to get a job. It's so annoying. I wish they'd just lay off and let me make my own decisions already. I don't need them to nag at me. I'll find a job when I decide I want to work. I can barely stay at home with how much my parents nag at me. I wish they just... Oh, ganz schwierige Situation. Ich mische mich da nicht ein. Also, irgendwie haben sie ja beide recht, aber ich bin tendenziell, auch wenn das jetzt sehr konservativ klingt und es ja heutzutage immer heißt, oh, man muss die Kinder sich frei entfalten lassen, tralala, stimmt ja auch in den meisten Fällen, aber ich würde auch nicht wollen, dass mein Kind irgendwie den ganzen Tag rumgammelt und gar nichts macht und untätig ist. Ich finde, es ist was anderes, wenn er arbeitslos ist, obwohl er sich in irgendeiner Form bemüht hat. Und es wäre mir auch komplett scheißegal, was mein Kind macht, so. Aber ich kenne jetzt deren Verhältnisse nicht, aber ich bin tendenziell eher auf Seite der Eltern, so. Aber ich bin auch ein sehr pflegeleichtes Kind dahingehend gewesen, weil ich relativ früh schon eigenes Geld verdienen wollte und die sich da bei mir gar nicht bemühen mussten, irgendwas zu tun. Ich habe mich mit Minijobs schon relativ früh zu Schulzeiten über Wasser gehalten und wollte schon immer irgendwie selbstständig sein und auf eigenen Beinen stehen und insofern war das irgendwie ein Selbstläufer. Aber mir ist klar, dass das nicht überall so läuft. Serena went to talk to Azzy over in the downtown district. I wonder if she'll be okay. Warte, jetzt muss ich mich gerade an der Nase kratzen und da läuft er mir weg. Serena went to talk to Azzy downtown. Okay, da waren wir noch nicht. Da kommen wir heute vielleicht aber noch hin. Wir werden sehen. Serena asked me if I could look after... Oh Gott, dieser Name. For her, for the day. Was? Serena asked me if I could look after... Oh Gott, for her, for the day. For her for the day. Eigentlich stimmt das, aber es war gewöhnungsbedürftig. I know she went downtown to search for her little brother, but still, the law doesn't mean much there, so I'm worried. So habe ich diese Ecke bisher gar nicht wahrgenommen. Also nicht so schlimm. Klar gibt es da wahrscheinlich immer mal wieder Schlägereien und wer weiß, was passiert, wenn wir gerade nicht da sind, aber ich habe das bisher jetzt nicht so hochgefährlich wahrgenommen, wie die Leute immer über Downtown erzählen. Aber naja, so, das ist das Zimmer von Joshua und Estelle. Wer wohl in welchem Bett schläft?
Ach, cool. Ich freue mich schon auf die nächste Begegnung mit den beiden. Mir rutscht immer noch jedes Mal das Herz in die Hose, wenn ich die sehe. The price of Septium Mind and Mines has begun to slightly decline. This stock will likely affect my company's market price. I'd better investigate the cause. Na, dann mach mal. The price of Septium Mind and Mines. Mind and Mines. Das klingt so einen komischen Flow. I better investigate the cause, ja. Dann mach mal, beim nächsten Mal wirst du bestimmt um Erkenntnisse reicher sein, die du dann mit uns teilen kannst. Genau so wird es nämlich laufen, wetten. Okay, dann, warte mal, gab es hier nicht noch jemanden, der hier rumlief? Renault und Anne. Langsam versuche ich mir die Namen hier mal alle einzuprägen. Mit jedem Besuch kommen auf jeden Fall 1, 2 neue mit dazu. Kaum spreche ich von den 2, da stehen sie auch schon in ihrer ganzen Pracht. So, warte mal, erstmal hier auf die Pläne gucken. The Bracer's Shift Schedule is posted. Estelle und Joshua beide auf Standby. Sag mal, arbeiten die alle immer in Teams? Wahrscheinlich schon, ne? Außer Arius, der macht, glaube ich, sein eigenes Ding. Aber Scott und Wenzel haben wir, glaube ich, bisher... Also die sind wahrscheinlich immer zu zweit. Ich wollte gerade sagen, die haben wir bisher immer zu zweit angetroffen, aber ich kann mich an keine anderen Begegnungen mit denen erinnern. Lynn und Aeolia waren aber bisher immer zusammen, das weiß ich noch, und Estelle und Joshua sowieso. Also wollen die das so? Oder wäre die Guild auch so gemein und würde die trennen? Und könnten die sich dagegen wehren? Was sagen die Verträge? Ich weiß es nicht. Hi. Na, ihr 2 Hübschen. Oh, hey, I remember you guys from yesterday. Hey there, Special Support Section. Hello, Estelle and Joshua. Thank you for your assistance yesterday. Estelle, honey. Was denn? What's up, Michel? Ich glaube, der findet das nicht so gut, dass sie uns geholfen haben. Kann das sein? Oh, never mind. Let's just get back to our little meeting. Okay. Oh, well, as you can see for yourselves, this is just the kind of person Estelle is. Like I said, though, I'd like it if we could be friends and not let any disputes between our places of work come between us. Right, I'd like that too. We look forward to working with you. Sehr gut, hätten wir das auch geklärt. Die ist halt einfach ein Schatz. Also Estelle, ich weiß nicht, das ist so ein Charakter, wenn mir irgendjemand sagen würde, die hat die komplette die komplette Trade-Serie durchgespielt und mag Estelle nicht, ich würde mich fragen, was ist kaputt mit dieser Person? Wie kann das funktionieren? We'll be heading towards Armorica while we fulfill our requests today. We're still not fully familiar with the area surrounding Crossbear City, so I figured it would be a good opportunity to solve that. That's a great idea. I doubt you two will have any trouble with the monsters out that way, but be safe regardless. Thanks, we will. Die beiden würden sich auch gut verstehen. Die sind sich in vielen Punkten auch ähnlich, würde ich sagen. We'll be heading towards Armorica while we fulfill opportunity. Gut, das haben wir gerade schon mal gehört. You guys look pretty busy yourselves. I'm sure we'll bump into each other again. Catch you guys later. Das wäre so cool. Ich würde alles dafür geben, dass wir wieder in einem Team zusammen kämpfen könnten. Aber das wäre inhaltlich sowas von unlogisch. Zumindest jetzt noch. Anyhow, today I'm gonna be working you like hounds. If you think this will be easy, you got another thing coming, honey. Since Arius is busy with something outside Crossbell, I'm gonna have you finish this in his stead. I'm confident you'll see it through. Thanks for the help, sweeties. You got it. Let's get this party started with some supplements, sagt man, also supplemental, ne? Info for the job. Here's a list of the work you're going to do this time. They look pretty busy. Maybe we should leave them alone. Ich weiß nicht, ich hatte bei Trades in the Sky irgendwie immer schon so dieses Feeling. Vielleicht ist es so ein Abenteuergefühl, ich weiß es nicht. Aber ich hätte voll Bock bei den Bracern so mitzumachen. Und wenn ich das jetzt schon wieder so höre, also ich weiß nicht, ob selber als Bracer, also klar, wenn man stark genug wäre, ist das wahrscheinlich auch eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe, aber so irgendwie, weiß ich nicht, es fühlt sich irgendwie richtig an, also ich würde meine Fühler in die Richtung ausstrecken, sage ich mal, je nachdem, mit welcher Stärke ich gesegnet wäre, wobei man kann sich natürlich alles wahrscheinlich irgendwie auch antrainieren, klar, aber ich mag die, ich werde auf Lebzeiten wahrscheinlich arge Sympathien für Bracer hegen in diesem Universum.
So, check rank. Wir haben seitdem wieder ein bisschen, ich wollte gerade sagen, Certain examined Lloyd's fishing notebook. Wow, Lloyd, managed to catch yourself some real beauts. Soll das wahrscheinlich heißen, in Abkürzung für Beauties, oder? Good work, kids. Starting today, you are now a hobbyist fisher. Geil. Was habe ich davon? Oh, ein Straw Hat. Geil. This thing's my prize straw hat, you see. Best kind of hat there is to wear when it comes to fishing. Keep this hat snug on that head of yours as you work toward your next big catch, Lloyd. Thank you, sir. I know this is a must-have piece of fishing gear. I'll wear it with pride. You still have a long way to go, but the boys and I thought we'd prepare this nice prize for you to celebrate ranking up to hobbyist fisher. But more importantly, I think you're ready to hear the next challenge you need to tackle to rank up. Your conditions for ranking up are to catch 8 unique kinds of fish. Plan out a strategy and bag yourself some big ones. 8, also 8 insgesamt. Wir gucken gleich mal. Warte mal. Your current rank is hobbyist fisher, Lloyd. Your conditions for ranking up are to catch at least 8 unique kinds of fish. Be sure to come back to me if you catch some more. I see if you've earned a promotion. Okay. You hear the news, Lloyd? Our guild managed to reel in another member yesterday. Oh, really? Good to hear. Yeah, this lass is quite the angler, might already be as good as me. Ich wette, das ist jemand, den wir kennen. Ich würde ja so lachen, wenn hier plötzlich Annabelle irgendwo auftauchen würde. Sag mal einen Namen. Ach, da. Ja, danke schön. Her name's Estelle and she's a famous bracer. Maybe you've seen her in a magazine somewhere before. I got invited to go fishing with her once. She's a real pro, I'll tell you that much. All that bracer work must have really sharpened her reflexes. A formidable challenger has suddenly appeared before you, eh, Lloyd? She already was one before this little revelation. Are you kidding me? She fishes too? Ja, sie kann halt alles. Estelle doesn't have any brakes on her at all, does she? Das sage ich ja. Das ist so. Well, I've heard Estelle's had a knack for fishing even back when she was growing up in Liberl. And hey, speaking of Liberl, that's where the Fisherman's Guild was founded. Now, Lloyd, just because you're busy doesn't mean you can't start neglecting fishing. Ne, sowieso nicht. Wir nehmen immer noch alle Fishing-Spots mit. Also, vielleicht habe ich trotzdem irgendwas übersehen, aber das weiß man halt nicht. Cool wäre halt, wenn du an jedem Fishing-Spot so sehen könntest, was ist der seltene Fang, was kommt öfter, was kommt ne, so normal, standardmäßig. Rumor has it that Estelle's a high-ranking fisher back in Liberl. I know you're pretty busy with your job, but you should try and stop by sometime for a fishing challenge. Gonna try it at least once. Ja, rumor has it. Also, du wärst stolz auf uns, Peter, wenn du sehen würdest, wie wir uns auf jeden Teich stürzen, der sich uns hier irgendwie anbietet. Ich wollte 2 Sachen checken. Einmal das Item, was wir gerade bekommen haben, nämlich den Straw Hat. Das pusht Speed. A very lightweight handmade hat made of straw. Okay, warte mal. Prevents Burn. Wer hat denn gerade den niedrigsten Speedwert? Fangen wir mal so an. Das ist definitiv Ellie. Dann würde ich ihr die Tinkle Earrings mal wegnehmen zugunsten des Speeds. Dann ist sie bei 36 und damit gleich auf mit Randy. Okay, kann man mal machen. Lassen wir so. So, und dann wollte ich gucken bei Fishing, genau. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich die Logik richtig deute, oder den nächsten Meilenstein, der uns auferlegt wurde, noch ein neuer Fisch und dann steigen wir wieder im Rang auf. Das klingt doch sowas von machbar. Oh, ich finde dieses Aquarium hier einfach so schön. Aber ich liebe Aquarien generell, auch in Real Life. Hi, Kopan. Depending on the kind of bait you use, you hook different kinds of fish. If you're having trouble reeling in the fish you want, try switching your bait. It's all just a simple game of trial and error. Depending on the kind of bait you use. Ich freue mich auf den Moment, wo ich irgendwann mal Köder einkaufen kann, damit ich mich ein bisschen selbstbewusster aus dem Fenster lehnen kann, was die Anzahl der Versuche angeht.
Das wäre cool, wenn ich pro Teich, sage ich mal, pro Angelstelle einfach mal 5 Versuche machen könnte, ohne mir Sorgen machen zu müssen bezüglich der, bezüglich der Köder. Das Wort Köder ist mir gerade entfallen. Hello! Ich krieg hier immer Bock auf Lemonade, wenn ich euer Wohnzimmer betrete, woran das wohl liegt. My back has been killing me since this morning, so I asked some of my merchant friends if they would pick up my groceries for me. I guess my husband's connections come in handy occasionally, wouldn't you say? Ja, my back has been killing me. Ja, na klar, Netzwerke sind immer hilfreich. Man kann ja auch immer mit denen brechen, wenn sie irgendwann nachteilig oder nervig werden, aber ich glaube, so ein guter Pool an Leuten hilft. Den habe ich nicht, den hätte ich auch gerne. Wobei ja doch so oberflächliche Bekanntschaften, aber das ist auch selbst so gewählt, weil ich finde, das kann auch anstrengend sein, sagen wir mal so. Do you know a vegetable seller named Dins? He runs a stall at the marketplace. I've helped him out a few times before, so now he stops by to check up on me occasionally. I see that he's still the honest merchant I know and respect. I hope all of our young merchants can be just as successful. Tja. It falls to those of us in the old guard to help the budding young merchants of Crossbear grow. I'm glad to see he's continued to run an honest, customer-minded business. Tja, das ist so. Aber ich habe die ganzen Händler hier eh alle als sehr eifrig bisher wahrgenommen. Also hier in Crossbear machen die meisten, glaube ich, sehr viel, sehr richtig. Oder ich durchschaue einfach nicht, dass sie vielleicht doch irgendwelche Defizite haben, aber wollen wir mal nicht so negativ sein. Oh, was war das nochmal? Giftfisch? Achso, und der gibt mir dann dafür Sepp. Jetzt siehst du, das habe ich schon wieder voll verdrängt. Was? Ey, diese Gluttonous Bass, keine Ahnung, die kriegst du voll oft. Das heißt, du hast eigentlich bei Earthsapid nie wirklich Probleme. Also gut, nochmal rausgehen und extra dafür angeln ist natürlich auch irgendwie aufwendig, aber kann man sich ja mal merken. The hobby's been pretty busy trying to refill our inventory, so it's been kinda hard to see him these days. Oh, never mind me. I should be focusing on the store instead. You, sir, you look like the type who knows his way around a fish. Pick whichever you like, the quality is guaranteed. The hobby's been pretty busy trying to refill. It gets a little lonely around here without him, you know. Wo ist er denn? Nochmal. Ich weiß es nicht. Ach, warte mal, ist das... Moment, nee. Ich dachte, das war der... War das hier nicht der Typ, der irgendwie meinte, dass er noch nie Urlaub gemacht hat? Oh yeah, I have Sunday school today. I need to finish up shopping so I can head over there. Oh yeah, I have Sunday school today. Sunday school, das klingt schon so in Kombination irgendwie so richtig nach... Boah, nee, danke. Hi there, welcome to Din's Fresh. Our owner can sometimes be a little too nice, but it just goes to show how much he has our customers' best interests in mind. If it's veggies you need, then it's Din's Fresh indeed. Ja, das reimt sich. Hören wir das zum ersten Mal oder fällt mir das uns zum ersten Mal auf? Das war auf jeden Fall ein guter Slogan, würde ich sagen. Okay, warte mal, mit ihr habe ich noch nicht gesprochen. I have a giant pile of dirty laundry to wash when I get home. Having a large family can be painful at times. Ja, my life would be much easier if I could get the boys to help me out with the... Ah, da haben wir wieder das Wort. Nee, das skippe ich mal. Ich habe da so ein Kratzen im Hals. Ich kann es leider nicht vorlesen. So, was machen wir hier Feines? Ich könnte überall auf eine 10 hochgehen. Auch das hat sich gereimt. Wollen wir das mal machen? Danach bin ich wahrscheinlich gut pleite. Vor allen Dingen 5 hiervon. Ja, ich mache das mal bei den günstigeren Sachen. Weil so ein kleiner Vorrat kann nicht schaden. Ich habe mir ja ein bisschen was vorgenommen, was ich noch nachkochen muss. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt vor der nächsten Folge mache, weil ich eigentlich danach die nächste auch aufnehmen will und ehrlich gesagt keinen Bock auf Pause habe. Aber vielleicht, wenn ich mit der Session heute durch bin. Und dann kann ich euch in der übernächsten Folge, das wäre dann der Plan, mit komplett freigelegten Gerichten, sage ich mal,
begrüßen und dann haben wir da ein Thema weniger. So, ich gehe jetzt mal hier auf die 7 bei den teureren Sachen hoch. Ja, ich ziehe das jetzt durch, jetzt wo ich angefangen habe. Aber eigentlich ist das unverhältnismäßig teuer, muss man ja sagen. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder im Hinterkopf, dass wir hier so einen krassen Wechselkurs für die Sepit haben und da so schnell an Mira rankommen. Also ich habe hier, das hier ist ja eine reine Goldgrube und für viele davon habe ich ja aktuell jetzt nicht wirklich Verwendung. Also doch, eigentlich hätte ich sie schon. Ich bin nur übertrieben sparsam und vielleicht auch ein bisschen geizig mit der Nutzung dieser Sepit, aber aus gutem Grund, will ich meinen. Aus gutem Grund. So, hast du irgendwie aufgestockt oder so? Auf jeden Fall, wobei, warte mal. Hier haben wir Evade, aber nur 5%. Das ist dann schon wieder so 1 Punkt oder so, maximal 2. Hilft mir dann auch nicht wirklich weiter. Lass uns talken. So, I just had myself a teensy little accident. I was trying to move this chest and ended up stubbing my toe pretty hard on the staircase. I think I might have heard a crunch. Aua. But that's fine. It's gonna take more than that to put me out of commission. Us craftsmen are always one misstep away from injuring ourselves, to be honest. I can't just moan and complain over every little injury. Ey, das kann aber auch ganz schön in die Hose gehen. Also ich habe mir tatsächlich mal 2 Zehen verstaucht und einen komplett blauen Fuß gehabt, als ich mal komplett gegen eine Tür gelaufen bin. Aber so richtig mit Karacho. Also nicht direkt auf eine geschlossene Tür frontal, aber eine, die so leicht geöffnet war, wo ich dann quasi so an die Kante rangeditscht bin. Und dieser Schmerz, also diesen Schmerz, den wünsche ich mir und auch ansonsten niemand anderem mehr. Außer vielleicht Leuten, die, keine Ahnung, Hundewelpen irgendwie was antun oder so. Aber das ist nicht zu unterschätzen. Wenn man ganz viel Pech hat und ganz blöde aufkommt, kann das schon sehr unangenehm werden. Und vielleicht auch gefährlich, weiß ich nicht. Ich bin kein Mediziner. Oh, Lars, hat er eine Mission für uns? This is bad. Who would have thought they'd sell out? Was los? Wait, don't you guys work for... Anyway, did you happen to purchase one of those Mishi plushes that were being sold earlier this month? And if so, would you be okay with selling it to me? A Mishi plush? What are you talking about? Mishi is the official mascot of Michelin. I seem to remember Tio being an avid collector of his goods. You are correct. I have not purchased the new Mishi plush yet, unfortunately. Oh, you're a fan too? Truth be told, my son is especially fond of him, and thus we traveled here from afar to collect the new plush for him. There's just one problem though. By the time I went to the department store in Central Square, it was already sold out. Wow, they managed to sell out at the department store? Are they that popular? Indeed they are. A campaign to sell limited time merchandise began recently. A new item is offered each month and some are exceedingly popular. This month's item is the Mishi plush. Its charm lies in its size, as it fits in the palm of your hand. Without skipping a beat, Tio Todd manages to pull all the info we need from her database of her brain. You know, now that you mention it, I remember seeing our feline friend being offered as a prize at the casino. Nein! Nein, ich will nicht im Casino spielen, um den Schrott zu gewinnen. Könnt ihr das nicht alleine machen irgendwie? Bitte. Vor allen Dingen dieses Casino hier in Trades from Zero. Da bin ich einmal drin gewesen, hab dem eine Chance gegeben und hab mir nur Backpfeifen abgeholt. Not really interested in plushes, so I didn't pay it much attention at the time, especially when all the other prizes they had were so eye-catching, you know? Really? Well, I'm not one to gamble, so going to the casino would be a little conflicting for me. Da kommen wir ins Spiel, ne? I had to ask this of you, but would you be willing to go and win the plush for me? I'll be sure to pay you for your efforts. Please help me. I don't know about you guys, but it feels off-brand to hit the casino for a support request. This technically isn't an official request. As long as we're doing it,
as a personal favor, we're unlikely to have any issues. As long as you know who doesn't go overboard. Hell yeah, let's do this. Come on, guys. We're off to the casino. Ich finde es irgendwie cool, dass Ellie sich dafür ausspricht, denen zu helfen. Ich hätte bei ihr jetzt eher gedacht, also ich will nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie so snobbisch ist oder so, aber ich hätte jetzt eher so vermutet, dass sie so sagt, oh nee, Casino und so, und da habe ich ein ungutes Gefühl und Reputation und bla blub. Aber sie hat mir das Gegenteil bewiesen, finde ich gut. Auch wenn ich keinen Bock auf Casino habe. Somebody is impatient. Please do not tell us you fabricated your claims as an excuse to visit the casino. Ui, long for Mishi. Das ist eine Hidden Quest. Das war, ja, keine offizielle, wie wir gerade schon gehört haben. Das wird mir jetzt gerade erst so bewusst. Why did it have to go and be a prize at the casino of all places? I'm not a gambler in the slightest bit. I'd like to ask you all to win it for me, but I can't help but feel selfish for asking. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass ich mein Geld jetzt zusammenhalte und dass ich davor auch abspeichere, weil wir werden einiges an, wie hieß das da nochmal? Ich glaube, das hieß nicht Jetons, aber davon werde ich einige kaufen müssen. You guys are going to get Mishi for me, right? Yay, thank you so much. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Immer schön mit der Ruhe. Noch weiß ich nicht, was ich spielen muss, wie viel ich spielen muss, ob ich da Glück brauche, wie viel zeitaufwendig das ist und alles und überhaupt. So, meine Liebe. Hey guys, listen to this. This absolute cutie of a customer has been coming by these days. Her name's Rishia and she apparently just moved here recently. Aha, sie steht auf Frauen und ist völlig aus dem Häuschen. Und ich habe gedanklich gerade, packe ich die beiden so nebeneinander und glaube, die wären ein sehr cutes Paar. And the best part is we're the same age. I hope we can become friends. Achso, es geht nur darum. Oder ist es erstmal der Türöffner? I don't know. Rishia moved in around here recently. And the best part is we're the same age. I hope we become... Ja, ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie so ein bisschen JRPG traumatisiert. In Videospielen vermute ich deutlich häufiger übrigens als in Real Life, dass dahinter irgendwie eine romantische Überlegung stecken könnte. Im Real Life ist das gar nicht so. Wenn mir jemand sagt, oh, ich mag den voll oder finde den oder die cool, dann gehen meine Gedanken selten in diese Richtung. Das ist sehr, ja, Videospiel-exklusiv. Ich weiß auch nicht warum. Actually, that reminds me. Notice the CGF's been mobilizing these days. They doing military drills or what? Weiß ich nicht. Muss vielleicht mehr Zeitung lesen oder so. Ich warte eh auf eine neue Ausgabe. Ist die letzte nicht schon ein bisschen her? Ich glaube, Issue 2 haben wir schon vor einer Weile gelesen. Aber gut, ihr Lieben, ich werde an dieser Stelle hier mitten in diesem wundervollen Lokal den Part beenden. Wir werden beim nächsten Mal mit den restlichen Leuten reden, weiter nach Downtown gehen, vielleicht die ein oder andere Sidequest auch abschließen und alles und überhaupt. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!